In diesem Märklin-Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Diesellokomotive mit der Central Station als Fahrsimulator steuern können und dabei wie im Vorbild regelmäßig Diesel nachtanken müssen. Als erstes müssen Sie die Funktion bei der Lokomotive einschalten. Klicken Sie dazu auf Loks bearbeiten und danach auf Ihre Diesellokomotive. Im mittleren Reiter Einrichten finden Sie den Spielmodus. Dort wählen Sie statt ohne Verbrauch nun mit Verbrauch und bestätigen das mit OK. Unter der Geschwindigkeitsanzeige finden Sie dann ein neues Symbol, das Symbol für die Betriebsmittel. Hier sehen Sie, wie viel Diesel die Lok noch im Tank hat und wie viel Sand noch geladen ist. Wenn Sie auf das Tanksymbol klicken, können Sie auch gleich Diesel nachtanken und den Sand auffüllen. Dann können Sie losfahren. Bei der Fahrt wird die Lokomotive nun Betriebsmittel verbrauchen. Je öfter die Lok anfährt und bremst, desto mehr Sand wird verbraucht. Je schneller und länger Sie fahren, desto leerer wird der Tank für den Diesel. Na, und nach ein paar Runden können Sie gut den Unterschied sehen. Damit die Lok nicht auf Kriechfahrt weiterfährt, wenn die Betriebsmittel leer sind, sollten Sie auftanken. Noch realistischer steuern Sie die Lokomotive mit dem Fahrsimulator der Lok. Dazu ziehen Sie das Fenster ganz auf und sehen den Führerstand der Lok. Bei dieser Diesellokomotive gibt es ganz rechts den Hauptschalter, in der Mitte den Fahrregler, den Sie auch mit dem linken roten Fahrregler der Central Station bedienen können, und rechts daneben die Bremse, die Sie auch mit dem rechten roten Fahrregler der Central Station betätigen können. Ganz links können Sie das Licht und das Fahrgeräusch einschalten und darüber die anderen Funktionen. Und dann gibt es noch den SIFA-Hebel, den der Lokführer regelmäßig drücken muss, den sogenannten Totmann-Hebel. So, dann schalten wir mal das Licht ein und starten das Fahrgeräusch. Dann den Hauptschalter umlegen und dann den Fahrregler aufdrehen. Jetzt fährt die Lok langsam los. Ab und zu erscheint im Fenster das Symbol einer Zapfsäule. Wenn Sie da drauf drücken, hält die Lok. Sobald die Lok steht, können Sie noch ein zweites Mal auf die Zapfsäule drücken und dann wird in diesem Fall der Sand nachgeladen. Das dauert einen Moment. Dann können Sie wieder das Symbol der Zapfsäule drücken, damit das Rohr wieder zurückschwenkt und können weiterfahren. Wie bei einer echten Lokomotive kommt in regelmäßigen Abständen der SIFA-Hinweis zur Sicherheitsfahrschaltung. Dann müssen Sie als Lokführer den sogenannten Totmann-Hebel drücken, den SIFA-Hebel, um zu zeigen, dass Sie noch anwesend sind. Sonst kommt es zu einer Zwangsbremsung. So steuern Sie wie in der echten Diesellok auch Ihr Modell auf der Anlage. Und die Anleitung für andere Lokomotiven wie eine E-Lok oder Dampflok sehen Sie in weiteren Videos.